Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Ich bin Hiro und heute möchte ich über die No-Gos in der japanischen Gesellschaft reden. Viele haben gefragt, was man machen darf und was man nicht machen darf, und ich glaube, es ist wichtiger zu reden, was man nicht machen darf. Also los geht's! Ja, wahrscheinlich habt ihr auch schon mal damit gerechnet, dass ich damit anfange. Nicht mit den Schuhen in die Wohnung rennen. Ja, ich weiß, einige von euch machen das auch nicht, aber im Deutschen gibt es immer noch viele Häuser und Wohnungen, bei denen man das machen darf. Und in Japan ist das grundsätzlich ein No-Go. Das war auch in Japan so ein bisschen klarer getrennt, weil wenn man so reingeht in eine japanische Wohnung, gibt es auch so einen Genkan, der Eingangsbereich, der klar getrennt ist. Da zieht man sich die Schuhe aus und dann geht man in die Wohnung rein. Entweder mit oder ohne Latschen. Das ist dann ja je nach Wohnung unterschiedlich. Und es gibt auch noch so ganz feine Manieren, was man mit den Schuhen nach dem Ausziehen machen soll, aber das lasse ich mal erstmal beiseite. So, die Manieren-Themen mache ich dann irgendwann mal später, vielleicht, wenn ihr wollt. Egal. Ja, und wenn man mit dem Latschen in die Wohnung geht, darf man auch eigentlich überall hin, außer im Zimmer mit Tatami-Matten. Da soll man die Latschen wiederum ausziehen. Und solche Häuser haben auch in der Regel immer einen extra Klopantoffel, wenn man in die Toilette geht. Und das zieht man an und nicht vergessen, diese dann auch auszuziehen, wenn man rausgeht. Ja, also mit den Klopantoffeln sollte man nicht durch die Wohnung laufen. Das gilt als nicht hygienisch. Punkt 2. Ordentlich anreihen, nicht die Reihen ignorieren. Ob man an den Bahnhöfen wartet oder irgendwas kaufen will, die Japaner bilden immer eine klare Schlange. Und man sollte sich ganz hinten anstellen und schön brav warten. Also es gibt schon durchaus Leute, die solche Reihen ignorieren und zum Beispiel als Erste in die Bahn rennen. In den meisten Fällen sagt auch niemand was dagegen, aber im Inneren denken sie, was ist das für ein A? Also lieber vermeiden. Und es gibt auch ein interessantes System so an der Kasse. Angenommen, es ist nur eine Kasse, die aktuell besetzt ist. Und die zweite Kasse wird geöffnet. In Deutschland heißt es ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wenn die zweite Kasse auf ist, gehen dann alle dahin. Und wer zuerst ankommt, hat Glück. So. In Japan heißt es dann, die Person an der zweiten Stelle sollte zur anderen Kasse gehen. Damit die Person, die am längsten wartet, auch dann am schnellsten rankommt. Das, was auch nicht gern gesehen ist, ist das laute Reden in der Bahn oder in den Bussen, also in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ein bisschen normal reden, das ist völlig in Ordnung, aber nicht, wenn man richtig laut redet und gackert und schreit und meckert und ja, schimpft. Ebenso schlecht ist es, wenn man halt mit dem Telefon spricht. Also normal reden ist okay, am Telefon ist nicht so gut. Also die Logik dahinter verstehe ich auch nicht so ganz, aber wahrscheinlich wollen sie, wenn jemand schon redet, dann das ganze Gespräch hören und nicht diese einseitige, so ja, alles klar, ja, ja, bin jetzt in der Bahn, ja, kein Problem, ich steige gleich aus und ja, okay, wir sehen uns, Moment, was ist passiert? Was? Das kannst du doch nicht machen! Und alle wollen wissen, was ist passiert? Oh Gott, ich will's wissen! Vielleicht ist das der Grund. Okay, wahrscheinlich nicht. Sie wollen nur nicht belästigt werden. Ja, Ruhe ist wichtig. Schweigen ist Gold. Stäbchenregelungen verletzen. Das ist auch etwas, was man definitiv nicht machen sollte, aber dazu mache ich ein separates Video, weil das ein längeres Thema ist. Aber es gibt etwas, was man definitiv nicht machen sollte und einfach zu lernen ist. Mit dem Stäbchen ins Essen reinstechen. Das macht man eigentlich nur auf einer Beerdigung. Was man ebenso wenig machen darf, ist mit dem Stäbchen etwas überreichen und dass der Empfänger das Überreichte mit dem Stäbchen annimmt. Also quasi so mit dem Stäbchen rüber und wieder mit dem Stäbchen annehmen. Das geht gar nicht. Auch das hat mit einem Ritual bei einer Beerdigung zu tun. Nächster Punkt, Trinkgeld geben. Das ist im Japan nicht gern gesehen. Also nur in bestimmten Bereichen, so bei bestimmten Showbars und sowas darf man das. Aber in der Regel wird überhaupt kein Trinkgeld gegeben.
Und viele sagen auch, das ist doch überhaupt nicht schlimm, das macht man in Deutschland einfach so. Warum wollen die das nicht? Das ist doch einfach okay, oder? Das ist noch eine Dankbarkeit. Aber die Kultur gibt es einfach grundsätzlich nicht in Japan. Und wenn man versucht, mit einer Kultur anderer Länder halt durchzuboxen, das ist nicht so gut. Trinkgeld gibt es nicht. Punkt. Zigarettenkippen überall wegschmeißen. Oder überhaupt das Rauchen in einer Großstadt. Das Rauchen ist in sehr vielen Orten verboten in Japan. Und draußen gibt es auch so Raucherecken, bei denen das Rauchen gestattet ist. Und man sollte halt die Kippen nicht überall wegschmeißen. Ja, ich weiß, in Deutschland ist das auch nicht gern gesehen, beziehungsweise eigentlich prinzipiell auch verboten, aber das wird ja einfach so gemacht. In Japan halt weniger. Es gibt einen Punkt, was ihr vielleicht wissen solltet, bevor ihr nach Japan fliegt. Ihr werdet ja sicher mindestens einmal mit dem Taxi fahren. Und da kann ich euch sagen, versucht nicht die Tür vom Taxi zu öffnen. Die hintere Tür vom Taxi wird automatisch geöffnet. Ja, klingt seltsam, aber die Tür öffnet sich wirklich automatisch und der Taxifahrer kann die Tür auch automatisch schließen. Aber das passiert nur mit der linken Hintertür. Die rechte nicht. Also wenn ihr irgendwie aus der rechten Tür rausgehen solltet, ist zwar eher selten der Fall, weil das auch die Seite der Straße ist, dann sollt ihr auch die Tür wieder zumachen. Nur links. Es gibt noch ein kleines Mini-No-Go in der japanischen Gesellschaft. Also Karage, also frittiertes Hühnerfleisch meistens, wird sehr gern gegessen und es wird auch oft draußen bestellt, wenn man zusammen essen geht. Und wenn der Teller mit Karage ankommt, liegt auch eigentlich immer ein Stück Zitrone mit. Weil Karage mit Zitronensaft schmeckt auch an sich ganz cool. Aber die Person, die die Zitrone in der Hand hält, muss erstmal in die Runde fragen, darf ich die Zitrone quetschen und den Zitronensaft auf Karage streuen? Wenn man das nicht macht, wird man als Unmensch betrachtet. Okay, zwar nicht so schlimm, aber viele legen sehr großen Wert darauf, davor zu fragen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist einfach so. Ist auch irgendwo verständlich, weil jeder hat einen anderen Geschmack und es gibt ja auch Leute, die keine Zitrone auf Karage haben wollen. Ich schon, aber viele andere nicht. Da ist es natürlich besser, wenn man nachfragt. Ach ja, das ist zwar kein No-Go, aber was ihr auch wissen solltet, ist, dass es in Japan sehr üblich ist, dass man das Essen teilt. Also wenn man zum Beispiel eine Pizza bestellt, ist es nicht so, dass eine Person diese eine Pizza komplett isst, sondern die wird dann halt mit mehreren Leuten geteilt. Share suru. Share. Share, also teilen. Das machen die Japaner sehr, sehr gern. Ist einfach üblich. Essen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch das ist ein No-Go. Vor allem nicht, wenn irgendwas stark riecht. Rindfleischbowl, Gyudon zum Beispiel. Das ist zwar sehr lecker, aber wenn jemand sowas in der Bahn essen sollte, riecht der ganze Waggon nur danach. Und das wollen viele nicht. Ausnahme sind die Fernzüge, Shinkansen. Da essen ganz viele Leute Lunchbox. Mache ich auch. Einige meinen, dass das Essen beim Laufen, also mit Laufen meine ich nicht Joggen oder Sprinten, sondern halt beim Rumgehen, Spazierengehen draußen, das Essen nicht gestattet ist, dass das ein absolutes No-Go ist. Aber das stimmt auch nicht unbedingt. Ist eigentlich nicht so schlimm, es sei denn, es wird irgendwo explizit markiert und aufgeschrieben, dass das verboten ist. Aber in der Regel ist es so, wenn es niemanden stört, dann ist es okay. Es gibt sogar Straßen, bei denen das Essen beim Gehen willkommen ist oder erwünscht ist. Ja, das waren so die Basics, die ihr auf jeden Fall wissen solltet, bevor ihr nach Japan fliegt. Hoffe, es hat euch gefallen. Wollt ihr noch mehr wissen, mache ich auch gerne ein weiteres Video zu diesem Thema. Wollt ihr noch was anderes wissen? Wollt ihr noch was sagen, wie euer Tag war? Und so weiter, schreibt gerne alles in das untere Kommentarfeld hinein. Ich freue mich drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne andere Kanäle von mir abonnieren, da findet ihr noch weitere Japan-Infos. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!